Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Film hier aus der Aquarellwerkstatt. Ich bin Barbara Hirsekorn und das ist mein YouTube-Kanal rund ums Aquarell. Im heutigen Video nehme ich dich mit auf eine Reise nach Portugal. Im Oktober 2024 war ich einige Tage zum Malen in der Stadt und habe die Atmosphäre und das Licht in dieser besonderen Stadt wirklich sehr genossen. In Lissabon habe ich natürlich viele Motive in meinem Skizzenbuch gesammelt. Eins davon, der wunderbare Leuchtturm von Cascais, wird heute im Video gemalt. Während meiner Reise nach Lissabon bin ich an einem sonnigen Tag einige Kilometer aus der Stadt herausgefahren. In dem kleinen Badeort Cascais, westlich von Lissabon, ist die Zeit noch stehen geblieben. Im Hafen liegen viele kleine Fischerboote und die Strandpromenade führt direkt zum alten Leuchtturm. Hier auf den vorgelagerten Felsen habe ich einen super Malplatz gefunden. Ich machte eine schnelle Skizze im Skizzenbuch zum Festhalten der Atmosphäre. Dafür brauchte ich ungefähr eine knappe Stunde. Ich zeige euch gleich das fertige Motiv im Skizzenbuch und male dann das Bild Schritt für Schritt. Hier in unserem Kanal laden wir wöchentlich neue Videos zum Thema Aquarellmalerei hoch. Wir freuen uns immer über Likes und Kommentare, wenn euch die Filme gefallen und ihr sie vielleicht für eure eigene Malerei auch gut nutzen könnt. Dieser Kanal ist völlig kostenfrei und du kannst ihn auch kostenfrei abonnieren. So verpasst du kein Video mehr und wirst informiert, sobald ein neues online geht. Euer Feedback ist für uns ganz wichtig. Also schreibt gerne Kommentare mit Anregungen und Tipps oder Wünschen, welche Motive ihr euch hier auf dem Kanal noch wünscht. Vielleicht möchtet ihr auch mehr Basic-Videos oder Tipps und Tricks für die Aquarellmalerei hier sehen. Für alle, die mit uns richtig einmal ins Gespräch kommen wollen, haben wir einen neuen Live-Malabend-Termin. Am 10. Dezember 2024 um 19 Uhr werde ich hier auf YouTube direkt live mit euch malen. Dieser Stream ist kostenlos und jeder kann sich am Abend dazuschalten. Ich werde ein schönes Aquarellmotiv malen und eine Woche vorher gibt es schon das Motiv für die Skizze und auch die Materialliste. Am Abend selbst könnt ihr im Chat eure Fragen stellen, ich freue mich schon drauf. Also vormerken, der 10. Dezember um 19 Uhr. Der Stream wird gespeichert wie alle unsere Livestreams und ihr könnt ihn dann jederzeit auch nachschauen. Und jetzt geht's los mit dem portugiesischen Leuchtturm. Die heute verwendeten Materialien sind folgende Farben: Sienna Natur, Lasur Orange, Sienna gebrannt, Cobalt Türkis Light, Alizarin Karmesin und Kobaltblau von der Firma Winsor & Newton, Ultramarin Feinst, Perilane Green, Lasur Orange von der Firma Schminke und Neutraltinte von der Firma Winsor & Newton. Ich arbeite auf Büttenpapier, das Format ist ca. DIN A4. Und ich male mit meinen eigenen Pinseln, das ist der Eichhörnchenhaarpinsel in der Größe 12, Rotmarderhaarpinsel Größe 10, der synthetische Detailpinsel in der Größe 6, mein flacher Kunststoffpinsel zum Auswaschen in der Größe 10 und ein dünner Linierer. Auch dieser Pinsel ist neu in meinem Pinselsortiment, er ist in der Größe 4. Hier seht ihr jetzt noch einmal die fertige Skizze, die ich vor Ort gemalt habe. Die Bleistiftskizze für das heutige Motiv habe ich im Format etwas zugeschnitten. Skizze und Foto bekommen die Unterstützer der Aquarellwerkstatt wieder per Mail zugesandt. Wenn ihr Unterstützer unseres Kanals seid, findet ihr auf der Unterstützerplattform Steady auch alle Skizzen und Fotos zu den älteren Filmen. Für den Himmel male ich auf trockenem Papier eine warme Untermalung mit der Farbe Sienna Natur. Ich arbeite mit dem Eichhörnchenpinsel in der Größe 12 und leichten Strichen locker über die gesamte Himmelsform. Das Licht in Portugal ist ja sehr besonders und ich möchte mit dieser warmen Untermalung die Vielschichtigkeit der Farbe im Himmel betonen. Über das sehr helle Gelb kommt nun ganz zügig Kobaltblau. Das Blatt sollte jetzt noch nass sein. Wenn man schnell genug arbeitet, scheint das Gelb unter dem Blau noch hervor und trotzdem vermischen sich beide Farben nicht zu grün. Wichtig ist wirklich, mit wenigen Strichen und zügig zu arbeiten. Im oberen Bereich intensiviere ich den Blauton noch etwas, so entsteht eine schöne Tiefenwirkung im Himmel. Aus der noch nassen Himmelsfläche hole ich nun mit einem leicht angefeuchteten Flachpinsel die sonnenbeschienenen Teile des Turms heraus. Ich trockne den Pinsel immer mal wieder am Tuch ab, drücke ihn leicht auf und hebe die Farbe so heraus. Auch auf den angrenzenden Gebäuden und Mauern bereite ich die Sonnenseite in dieser Art vor.
Nachdem der Himmel trocken ist, geht es weiter mit den Steinen mit verschiedenen Mischungen aus den Farben Sienna gebrannt, Kobaltblau, Kobalttürkis Light, Alizarin-Karmesin und etwas lichter Ocker. Ich male die Felsen im Vorder- und Mittelgrund. Der Farbauftrag ist dabei relativ wässrig und die Farbmischungen variieren ständig. Gelegentlich spritze ich in die Fläche mit der Sprühflasche ein paar Strukturen. Nachdem die Felsen komplett mit dem ersten Farbauftrag überzogen sind, geht es mit dem Wasser weiter. Mit Kobalttürkis Light, Kobaltblau, etwas Ultramarinblau und einem Hauch Sienna Natur beginne ich am Horizont und spare nach etwa 1 cm schon die anrollende Welle aus. Mit variablen und sparsamen Strichen wird die Wasserfläche im Mittelgrund gemalt. Dabei lasse ich ab und an etwas Weiß für Wellen und schäumende Gischt frei. Im Vordergrund beginne ich mit der gleichen Farbmischung und gebe zum Bildformat Rand Sienna gebrannt mit hinein. Hier schimmert der sonnige Untergrund durch das Wasser hindurch und mit Sienna gebrannt und auch etwas Ultramarinblau im vorderen Bereich versuche ich, diese Farbänderung darzustellen. Mit meinem Flachpinsel hole ich kleine helle Wellenformen aus der Fläche im Vordergrund wieder heraus und setze auch ein paar Schattenformen locker in die Fläche hinein. Wenn dir dieses schöne Urlaubsoriginal-Aquarell gefällt und du es vielleicht sogar selbst bei dir zu Hause haben möchtest, kannst du es ersteigern. Vom Samstag, den 16. bis Dienstag, den 19. November 2024 findet die Versteigerung des Bildes auf eBay statt. Für den Höchstbietenden packen wir das Bild schön ein und versenden es mit der Post. Nun geht es weiter mit dem zweiten Farbauftrag. Ich beginne mit den farbigen Details im Leuchtturm und hier verwende ich ein warmes Rot für die kleine Leuchtfeuerkuppel. Mit Kobaltblau male ich die blauen Segmente des Turms. Mit einer Mischung aus Perylane Green und Sienna Natur werden die Palmen nun gemalt. Schnelle, bewegte und möglichst etwas aufgerissene Striche ergeben die Form der Palmwedel im Wind. Ich variiere die Farbe mit etwas mehr Sienna Natur in der Mischung und setze ein paar Flecken dunkles Perylane Green in die Mitte.
Die Stämme der Palmen male ich mit Sienna gebrannt und Ultramarinblau. Um die intensive portugiesische Sonne nun im Bild einzufangen, mische ich mir eine große Pfütze Schattenfarbe aus Ultramarinblau und Alizarin-Karmesin. Um den Schatten etwas in der Temperatur zu variieren, kommt ein wenig Lasurorange mit hinein. Nicht zu hell und trotzdem mit viel Wasser werden nun die schattigen Teile der Gebäude gemalt. Die Schattenfarbemischung variiert ab und an, um die Reflexionen in den Flächen anzudeuten. Nun werden auch die Felsen noch mit einer dunkleren Farblasur überzogen. Einige kleine helle Bereiche lasse ich stehen, weil auch hier helle Sonnenflecken hindurchscheinen. Außerdem kann ich mit dem Flachpinsel auch noch einige hellere Stellen aus den Felsen wieder herauswaschen. Durch diese subtilen und diffusen Kanten werden die Steine noch etwas plastischer. Mit meinem neuen Linierpinsel, das ist ein sehr feiner und langer synthetischer Pinsel in der Größe 4, male ich nun das Geländer am Leuchtturm. Diesen Pinsel wird es, sowie auch den Auswaschpinsel, den ich hier im Video verwende, ab Ende Dezember neu in meinem Pinselset geben. Für alle Unterstützer dieses Kanals kann ich dann ein komplettes Set von 5 Pinseln anbieten. Mit diesen Pinseln kann man im Grunde alle Motive, die ich hier auf YouTube zeige, problemlos nacharbeiten. Diese Pinsel werden in einer deutschen Pinselfabrik für mich hergestellt und sind im Moment exklusiv verfügbar nur für die Unterstützer unseres Kanals oder für die Teilnehmer an meinen Kursen. Ein paar Fenster füge ich jetzt hier in den Turm noch ein. Für die Spiegelung der Steine mische ich mir eine Spiegelungsfarbe aus Kobalttürkis Light, Ultramarinblau und etwas Neutraltinte. Ich setze mit lockeren Strichen die Spiegelung unter die Felsengruppen.
Eine extra Dunkelheit kommt noch direkt unter die Felsen. Hier mische ich mir ganz cremig die beiden Farben Sienna gebrannt und Neutraltinte. Zum Schluss noch ein wenig Feinarbeit an den Felsen hier und da. Ich wische noch einige Helligkeiten heraus und dann ist mein heutiges Urlaubsmotiv auch schon fertig. Mir hat dieser malerische Ausflug in warme Gefilde sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, du hast Lust, dieses Motiv jetzt auch zu probieren. Wenn du möchtest, sehen wir uns in der nächsten Woche hier wieder auf diesem Kanal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.